Willkommen zu einem neuen Video mit uns. Wir werden in Zukunft einiges auf unserem Kanal verändern. Einiges, wirklich einiges. Wir haben ja unser gesamtes Material selbst gedreht, aber ab heute begleitet uns ein Kameramann. Was? Gut, was sich sonst noch auf unserem Kanal ändert und unsere erste gemeinsame Tour, darum geht es in diesem Video. Viel Spaß dabei. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist endlich soweit. 2,5 Monate. 2,5 Monate waren wir jetzt getrennt. Und es ist jetzt hier 8 Uhr morgens. Na, 9 ist es schon. Ich bin auf dem Weg nach Asunción und hole endlich Alessandra ab. Das war jetzt wirklich eine lange Zeit. Und die müsste jetzt eigentlich in einer halben Stunde landen. Ich brauche auch noch so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Dann kommen wir da gleichzeitig rein, beziehungsweise raus aus dem Flughafen und perfekt. Ja, aber wie es denn so ist, habe ich es echt fast geschafft, bis Asunción zu fahren, ohne dass die Polizei mich angehalten hat. Und mache einen kurzen Stopp, weil muss ja auch mal pinkeln. Habe ich vergessen, das Licht anzuschalten. Naja, und prompt direkt danach Polizeikontrolle. Ja, 24 Stunden muss das Licht an sein, dann halten Sie mal an für den Prozess. Okay, ich halte an für den Prozess. Also kostet eigentlich 400.000, also 450.000, das sind so 70 € derzeit. Und ich so, ja, naja gut, also 450.000 zahle ich nicht. Und dann, ja, Sie können 200.000 zahlen, dann machen wir das jetzt so und dann ist das Ding gleich weg. Ich so, 450 zahle ich auch nicht, hier sind 100. Und die so, nö, 100 mache ich nicht. Dann lösche ich Ihre Daten nicht auf der Kamera. Ich so, da ist gar nichts auf der Kamera drauf, Sie haben mich da überhaupt nicht fotografiert. Naja doch, dann lösche ich die Daten nicht. Also, ist mir jetzt egal, ja. Also, ich will einfach nicht. Dann ging das ewig rum, aber ich habe ja auch nicht ewig Zeit. Ich muss ja Alessandra abholen. Dann habe ich gedacht, okay, 200.000, das sind jetzt gerade so, naja, 25 €. Schön ist das nicht. Korruption will man ja auch nicht unterstützen. Aber okay, ich habe am Ende bezahlt. Jetzt bin ich 25 € oder 200.000 Guarani leichter, aber dafür wieder unterwegs Richtung Flughafen. So, schön. Und ich bin wie immer ja auch selber schuld, sagt nichts, ich habe das Licht nicht angehabt. Also insofern kann man ja auch nicht rummeckern. Alkoholtest wollten sie auch. Es ist wie gesagt Donnerstagmorgen und es ist 9 Uhr früh. Alkoholtest. Na gut, also auf zum Flughafen. So, wir sind da. Silvio Pettirossi heißt der Flughafen, hört sich irgendwie auch italienisch an. Ich glaube, ich bin aber wie immer zu früh, das ist des Deutschen leid. Eine ganze Stunde, na egal, lieber zu früh als zu spät. Ja, die kommt jetzt gleich an und dann fahren wir auch gleich wieder in die Kolonie Independencia zurück, weil warum soll man jetzt hier in Asunción bleiben? Es ist ja noch morgens, haben wir noch einen ganzen Tag Zeit und die freut sich bestimmt auch Mali zu sehen. So, auf geht's. Noch! Guck mal, wer da ist! Ich bin zurück. Endlich! Endlich. Endlich, ja, es war nötig. Ja. Ja, schön, freue ich mich sehr. Harter Flug und jetzt sind wir wieder zusammen im Auto und noch ein paar Kilometer und dann sind wir sozusagen im temporären Zuhause, ne? Sí. Und ich Temporäres kann Mali Zuhause. sehen. Ich bin endlich wieder mit meiner kleinen Familie zusammen. Es ist schön, wieder gemeinsam zu frühstücken und das zu machen, was wir am liebsten machen. Guten Morgen! Auf geht's, endlich geht's in ein neues Abenteuer. Wir sind endlich wieder zusammen, wir sind in Hermann und wir machen heute was richtig Besonderes, also was richtig Geiles. Wir fahren auf den Berg. Gut, aber für Paraguay ist es besonders, weil in Paraguay gibt es eigentlich keine Berge. Paraguay ist ja flach wie ein Teller, so wie Holland. Ja. Und dann auf den Berg zu fahren, ist also was Besonderes. Unbedingt. So, freuen wir uns drauf. Cerro Arcatí, auf geht's.
Natürlich sind wir wie immer sehr spät aufgebrochen. Und das bedeutet, dass es jetzt schon unglaublich heiß ist. Hey, perrito. Hallöchen, komm. Wow, qué guapo eres tú. Mira, asustado total. Vieni, vieni. Hey, Wir sind Freunde. das sind Na nett, komm, na komm mal her. Na, ciao. denn nicht. Tenía mucho Ura. Con miedo, ¿no? ¿Tienes miedo? Hallöchen. Oh, ja. Ein bisschen Stretching. Genau. Also oft kommt man an so ein Gatter und die kann man aber aufmachen. Die sind nämlich nur für die Kühe da. Und man darf dann halt durch. Man muss halt nur wieder zumachen, damit nicht dem seine Kühe abhauen, weil sonst ist der stinkig. Jetzt macht man schon so viel Sport. Da habe ich schon gedacht, jetzt das sollte ein Klacks sein, auf diesen komischen Cerro hier raufzulatschen. So schwer kann es ja nicht sein. Aber man sollte nie vergessen, wie schweinewarm das in Paraguay sein kann. Und dann noch einen Berg hochlatschen, auch wenn das nur 500 Meter sind. Also die Strecke ist länger, aber der Berg, das geht ja schnell an die Substanz hier. So. Und wir haben noch ganz schön was vor uns. Ich glaube, wir haben erst 10% der Strecke geschafft. Ja, ich bin schon. Da. Come on. Come on, babe. Hätten wir gewusst, was uns erwartet, dann wären wir wahrscheinlich nicht hier. Der Aufstieg zur Mittagszeit bringt uns an unsere Grenzen. Wir hatten vorher mit 2 paraguayischen Frauen gesprochen, die meinten auch, dass der Aufstieg sehr anstrengend ist. Segunda puerta. Camino con la K. Sí, con H también. No, es una M. Camino. Oh, mira, un bel bambù. Stuck. Zum Glück ist die Sonne oft hinter die Wolke. Es ist sehr heiß. Puh. Ah, genau das haben wir gesucht. Da hinten. Da ist Paraguay flach wie Holland und wir sind in den Bergen. Aber wir sind noch nicht in Mirador.
Wir müssen ein bisschen mehr weitergehen. Raus aus der Sonne hier, sonst gehst du hier völlig ein. Ja, ich wusste es. Es war mir völlig klar. 500 Meter, das ist also definitiv so eine, wie sagt man, so eine Circa-Angelegenheit. Also es war jetzt definitiv schon wieder weiter und es geht auch schon wieder bergab. Das heißt, wir müssen nachher wieder bergauf. Oh, und das ist wirklich so schweineheiß. Glaube keinem Schild, auf dem 500 steht. Ich hoffe, wir sind gleich da. Alessandra hängt da hinten rum. Ich bin nämlich viel sportlicher als sie. Die kann nicht mehr. Aber ich mit meinem Training, ich gehe da natürlich ab wie eine Rakete. Ne? Na Baby, kannst nicht mehr? Wir sind da, oder? Nee, sind wir nicht. Aber ein paar Meter mehr. Na komm. Boah, wisst ihr, was ich gerade entdeckt habe? Guck mal, ein junger Bambustrieb. Und ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere von euch gehört davon. Die haben die ja früher für die Folter benutzt, also, oder besser gesagt zum Töten. Also das hat ja keiner überlebt. Und zwar wächst dieser Trieb pro Tag, ich habe irgendwas gelesen, ich glaube 8 cm, vielleicht sogar mehr. Und dann haben die einfach den Delinquenten da drüber gestülpt, ich kann mir ja nicht vorstellen wie. Und dann ist dieses Ding Richtung Licht gewachsen, also aus dem Delinquenten halt wieder raus. Und dann hat man am Ende den Dünger sozusagen am Stamm gehabt. Genau, richtig krass und richtig spitz. No, ich habe kein Geld. No tengo dinero. Also ein bisschen komisch ist es schon in Paraguay, dass jeder Ort, den man besuchen kann, kostet halt Geld. Das ist jetzt auch nicht viel. Ich meine 20.000, das sind jetzt 3 Euro. Aber dafür, dass man hier eine Stunde lang einen Berg hochkraxelt und dann auf einer Wiese sitzen kann, ist es schon ein ordentlicher Preis. Das ist ja wie Kurtaxe an der Ostsee. Na gut, ist nicht so schlimm. Wir haben bezahlt. Jetzt kommt die nette Dame, bringt uns unser Wechselgeld hoffentlich. Und dann werden wir dann auf diesen Berg darauf zu. Also wir sind ja schon oben, aber zumindest mal dahin, wo wir hin wollen. Ich kann nicht mehr, ich bin im Arsch. Total durchgeschwitzt. Muy mal, no he entendido bien. Solo hablo español. Muchas gracias. Okay. Gracias. ¿Usted no habla español? No, nada. Solo guaraní. Solo guaraní. Yeah. Nosotros no conocemos solo una palabra en guaraní. Agua. Es Agua. No, tenemos. Mira, qué pelosa, qué peluche. No, amote y por una vez. Angekommen. So, und das Wichtigste, das allererste, was man natürlich macht, wenn man oben ankommt, ist natürlich kein Gras. Das ist Tereré. Und das allererste, was wir jetzt machen, ist natürlich erstmal einen schönen kalten Tereré trinken. Und man muss erstmal gucken, ob man den hier reinmacht, dass man den so ein bisschen entpulvert.
Das funktioniert so. Und dann fliegen die kleinen Teile unten raus. Seht ihr? Und wir haben natürlich mit hochgeschleppt bis oben unsere super Thermoskanne, weil Equipo heißt es ja in Paraguay. Und da drin ist Eiswasser. Und das Eiswasser jetzt hinten bei der Bombilla rein. Ja, der erste Schluck wird weggespuckt. Ja, und dann hat man eiskalten Tereré bei der Aussicht, die ihr gleich sehen werdet. Es ist echt wunderschön, man kann den halben Planeten hier sehen. Willst du auch ein Tereré? Oh, fuck. Das sind natürlich sicher. Das ist Paraguay. Echt total geil. Also wir waren ja die ganze Zeit irgendwie nur im Wald, im Flachland und dann sieht man ja von dem Land gar nichts. Dann hat man im Hintergrund die Berge gesehen. Und wie ich schon gesagt habe, ist Paraguay ja eigentlich flach wie Holland. Aber hier oben, wir sind hier auf 580 Meter, das ist also schon für Paraguay sehr, sehr hoch. Der höchste Berg Paraguays, der ist ein bisschen über 800 Meter und der ist auch nicht weit weg von hier. Also der müsste hier gleich um die Ecke sein, was wir gesehen haben. Und von hier oben kann man echt so weit gucken. Das ist so wunderschön. Total toll. Also es hat echt Spaß gemacht. Also das hat sich gelohnt, auch wenn ich wirklich im Arsch bin. Was sich definitiv auf unserem Kanal ändert, wir werden definitiv mehr Pausen machen. Das durchgehende Reisen einfach wochenlang nur im Bus zu sein, das macht uns fertig. Ihr habt es ja gesehen am Ende, wir waren vor Weihnachten komplett im Arsch und wir werden in Zukunft einfach 2 Wochen reisen und danach eine Woche ins Hotel gehen oder auf den Campingplatz oder an irgendeinen anderen Ort, an dem wir in aller Ruhe unsere Videos produzieren können. Warum sollen wir denn einfach in diesem kleinen Bus durchgehend sitzen und dort alles machen? Ist ja im Grunde genommen, wie soll man sagen, Level 10 noch anstrengender, als es sowieso schon ist. Also finden wir lieber, wenn wir im Bus sind, sehen das als großes Abenteuer, nehmen euch mit. Es macht einfach Spaß, es ist für alle interessant. Und diesen ganzen Arbeitskram, also alles, was so langweilig ist und Bürokram, dafür suchen wir uns einen festen Ort, haben ein bisschen Abstand, sitzen nicht aufeinander. Und das werden wir definitiv ändern. En el chico antes, ¿no? Sí, este lo hace. Y estos se bajan un poco, porque... Ok, entonces me pongo aquí o ahí. ¿Dónde me quieres? Ok, ven. Atrás. Más a tu lado col culo. A mi lado. Sí. Bevor wir nach Südamerika gekommen sind, konnten wir uns solche Erdstraßen nicht vorstellen. Und doch geht alles ganz schnell und der Verkehr läuft wieder. Hier sieht man die Autos, die es bei uns schon lange nicht mehr gibt.
Und dann sind wir dran. Zum Glück sind die anderen vor uns gefahren und haben den Weg schon platt gemacht. Ja, total krass. Also hier weißt du nie, wie der Weg aussieht, wenn man auf dem Rückweg ist. So auf dem Hinweg war es ja noch einfach. Auf dem Rückweg mit einem normalen PKW keine Chance, da kommst du nicht mehr durch. Aber so können wir uns schon mal vorbereiten auf unser Amazonas-Abenteuer, weil da wird die Straße ja nur öfter nicht zu befahren sein. Und da muss man sich dran gewöhnen, dass man halt wartet, bis es weitergeht. Echt krass. So, jetzt kommen wir mal zu unserem Kameramann. Ich weiß, wir alle mögen keine Werbung, aber ohne Werbung können wir die Inhalte auf dem Kanal einfach nicht finanzieren. Wenn wir Werbung machen, machen wir natürlich nur Werbung für Dinge, wo wir auch 100% dahinter stehen oder die wir selber nutzen. Also ich hoffe, ihr bleibt dran. Wir stellen euch jetzt unseren neuen Kameramann vor und nach der Werbung geht's weiter. Unser neuer Kameramann ist in Wahrheit eine Drohne, eine faltbare Drohne. Und zwar heißt das Ding Hover-Air X1 Pro Max. Die Drohne ist unglaublich zuverlässig im Tracking und die Rotoren sind in einem Käfig, der eigentlich unkaputtbar ist. Das heißt, es gibt kaum Verletzungsgefahr, das Ding kann eigentlich nicht abstürzen und wenn es mal abstürzt, geht es halt eben nicht kaputt. Der Vorteil ist, dass man die Hände frei hat und von der Drohne immer sicher verfolgt wird. Auch wenn man mal schneller unterwegs ist, wie beim Skifahren oder mit dem Rad. Es gibt zwar für die Drohne auch eine Fernbedienung, die braucht man aber gar nicht, weil man alles über den Knopf hier an der Drohne bedienen kann und die Drohne zuverlässig alleine ihre Arbeit macht. Da kann man zwischen mehr als 10 verschiedenen Modis wählen. Entweder wird man verfolgt, die macht eine Spirale um einen rum. Oder es gibt auch so lustige Sachen wie so ein Dolly-Shot mit einem Ergebnis, was auf jeden Fall einzigartig ist. Wenn der Kameramann seine Arbeit gemacht hat, streckt man einfach seine Hand aus und die Drohne landet vollautomatisch auf der Handfläche. Und jetzt kommt der absolute Megaknaller. Das kleine Ding filmt in 8K. Man kann also sogar noch mal reinkroppen und hat immer den besten Bildausschnitt. Hover-Air X1 Pro Max ist für Vlogger, also für Leute, die ihre Reise begleiten wollen oder die sich selber filmen wollen beim Reisen, ein absoluter Gamechanger. Endlich sind Paare gemeinsam zu sehen oder man ist alleine unterwegs und man muss niemanden bitten, eine Kamera zu halten, um ein Foto von einem zu machen. Die macht nämlich auch richtig tolle Fotos. Uns wird die Drohne auf jeden Fall in Zukunft begleiten und ihr werdet immer wieder Bilder von dem Gerät sehen. Unterhalb vom Video ist natürlich ein Link zu Hover. Wenn ihr da Lust drauf habt, geht auf die Webseite. Wir haben den Bundle geholt mit der Fernbedienung und mit den beiden Batterien. Damit sind wir sehr zufrieden. Und das ist unser neuer Kameramann. Jetzt habt ihr die Auflösung. Danke für die Aufmerksamkeit. Weiter geht's im Video. Also ich bin ja wirklich ein Freund von Zufällen. Ja? Also, aber manchmal ist es schon schier beängstigend. Also wir sind ja hier, um runterzukommen. Und jetzt fährt gerade eben einfach mal so einen T3 hier aufs Gelände drauf. Jetzt ist aber der Witz, dass ich dachte, naja gut, der ist bestimmt hier, weil er gesehen hat, dass wir hier sind. Das sieht man ja in unseren Videos und will uns besuchen. Ich gehe hin, wir quatschen so eine ganze Weile und irgendwann merke ich, der ist wegen was völlig anderem hier. So, der Witz ist dran, dass dieser Zufall so unglaublich ist, weil hier gibt es keine T3s. Im ganzen Land sind vielleicht, ich weiß nicht, 10, 15, vielleicht 20. Ja. Wenn ich es Falsches sagen, wenn es 50 sind, ist ja egal. Ja. Aber das bedeutet ja im Umkehrschluss, ja, also, dass ein anderer T3-Fahrer sich dafür interessiert, hierher zu fahren, ist schon, ich würde fast sagen, schwer beängstigend. Ja. Auf jeden Fall ist der nicht wegen uns hier, wir haben uns gerade kennengelernt und es ist einfach dieser Zufall. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, Per Anhalter durch die Galaxis. Der größte Zufall macht die höchste Geschwindigkeit sozusagen mit der Zahl 42. Ist ein ganz tolles Buch übrigens, ja, Buchempfehlung, muss man wirklich mal raushauen hier. Eines meiner Lieblingsbücher. Und das ist doch wieder, das ist doch wieder so ein Zufall. Also wir reisen mit unglaublicher Geschwindigkeit durchs All. Echt unglaublich.
Na du. Ja. Que calor. Strengt Amaka. Die hält was aus, ja. Aber echt ganz schön heiß heute. Ja, Ja, sehr. Also trotz Wolken, also es scheint ja nicht mal die Sonne und trotzdem ist wirklich furzwarm. Also, Wie hast du das ausgehalten? ja, na, die Paraguayer, die kennen ja ihre Orte. Also entweder trinkt man ganz viel Tereré oder man weiß, wie die Paraguayer, wo man sich abkühlt. Die kennen seit Generationen hier im Urwald Wasserfälle, irgendwelche Orte, an denen sich Wasser sammelt, Wasserstellen, Flüsse. Und wenn du willst, zeige ich dir einen. Gehen wir heute baden, abkühlen. Ja, ich hab Bock. Ich hab auch so. Ja, los, dann lass uns da hingehen. Eine schöne Heißkaffee. Das Beste ist ein warmer Kaffee, aber Kaffee hilft immer. Kaffee hilft einfach immer. So, auf geht's, wir gehen. Ja, was wir auch auf dem Kanal verändern möchten, ist, dass wir einfach uns mehr auf dokumentative Videos, Geheimnisse, verrückte Geschichten konzentrieren. Die Videos waren ja am erfolgreichsten, also die Steine von Cusco oder Nazis in Argentinien oder auch wie lebt man in Paraguay. Das sind die Videos, die am besten auf unserem Kanal gelaufen sind und deshalb wollen wir in Zukunft wirklich aktiv nach Geschichten suchen, nach interessanten Sachen, die es vielleicht im Internet noch nicht mal gab, beziehungsweise über die man gerne sprechen möchte oder über die man auch mal sprechen sollte. Wir haben realisiert, wie wichtig die Pause in den letzten Monaten war. Wichtig, um wieder das zu machen, was wir lieben: Reisen und Zusammensein. Vorher waren unsere Emotionen und unsere Beziehung im Ungleichgewicht. Heute sind wir sehr glücklich über unsere Entscheidung und wir sind bereit, unseren Träumen weiter zu folgen. Angefangen an diesem wunderschönen Ort voller Schmetterlinge. Fein. Super, Mali. Na, komm mal hier. Na, das ab. Oh, mira. Dos mariposas amarillas. Na komm, na komm. Na komm, Süße. Fein. Super. Echt schön hier. Eigentlich wollte ich eine Sopa Paraguaya machen, aber dafür fehlen mir die Zutaten. Eine Sopa Paraguaya ist ein traditionelles Gericht mit Mais und Käse aus Paraguay. Wenn ihr Lust habt, in einem unserer nächsten Videos die Zubereitung der Sopa Paraguaya zu sehen, dann schreibt es uns in die Kommentare. Dann koche ich dieses Gericht das nächste Mal. Heute gibt es italienische Maiskroketten und wir sehen uns in der nächsten Woche. Tschüss, bis zum nächsten Mal.